Hallo und einen schönen guten Abend an alle, die zu diesem Video gefunden haben. Ich mache für euch eine Tarotkartenlegung und zwar ohne vorgegebenen Thema, das wahrscheinlich dann auch in der Zukunft häufiger so sein wird. Und zwar mit dem schönen, bunten, freigeistlichen Licht- und Schatten-Tarot. Das Lightseers Tarot von Chris Anne auf Deutsch. Wahrscheinlich wird sie anders ausgesprochen im Englischen. So, ich zeige euch kurz die Karten. Das sind ziemlich viele Karten. Für die, die es nicht kennen, ich weiß nämlich nicht, ob ich manchmal in Legungen sehr wenige Karten nur benutzen werde. Ja, die sind sehr schön bunt. Oh, hier die schönste Karte, das ist die Sonne. Auch das Gericht ist hier sehr, sehr einzigartig. Wirklich schön gemalt. Also für mich eigentlich das farbenfroheste Deck, das ich habe. Okay. Also ich schaue, was das Universum hier für euch bereithält. Ich werde wahrscheinlich ein paar Botschaften ziehen und dann versuchen, einen Gesamttitel herauszufiltern, der passend für diese Legung ist, für dieses Video. Gut, mir kommt hier rein 3 Botschaften. Ich werde wieder einmal keine Steinchen benutzen. Immer schön abwechselnd, das ist unterschiedlich beliebt. Und auch da immer so, wie es mir reinkommt. Welche Botschaften hat das Universum zurzeit im Moment für dich? Immer dann, wenn du das Video anklickst und wenn das erst in 2 oder 6 Jahren ist, das ist völlig egal. Alle Legungen sind zeitlos, da Zeit ohnehin relativ ist oder aus anderen Mündern, sie existiert gar nicht. Okay, also Botschaft Nummer 1, Botschaft Nummer 2 und Botschaft Nummer 3. Am besten seht ihr euch das gesamte Video an. Ihr könnt aber auch zum Beispiel eigene Fragen wählen. Ja, ich möchte jetzt hier, glaube ich, dass etwas über meine aktuelle Lebenssituation herauskommt, vielleicht eine schwierige Lebenssituation. Hier glaube ich, dass das für mich auf die Liebe zutrifft und hier glaube ich, dass das vielleicht sogar auf die Freundschaft zutrifft oder auf die Familie. Je nachdem, ihr könnt es auch so zuordnen. Ja, ihr habt dann auch automatisch dann viel eher das Gefühl, okay, das könnte jetzt passen oder nein, da habe ich mich getäuscht. Das gehört, was mich betrifft, zu einem anderen Lebensthema. 1, 2, 3 und ich fange an mit Nummer 1. Ihr könnt jetzt noch auf Stopp drücken, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit benötigt. Das Rad und der König der Kelche. Sehr schön, ich mache das Bild, ja genau, ein bisschen schärfer. Das sollte hier wirklich eine Art Lebenssituation sein. Das muss auch nichts Großartiges sein, sondern das kann etwas Kleineres sein, das dich zurzeit ein bisschen piekst, das du gerne geändert hättest in deinem Leben. Hier ist eine andere Person erforderlich. Es kann auch eine Organisation sein, die dir entgegenkommt. Ja, du möchtest hier, dass ein Mensch oder eine Person, ja, ist das gleiche, eine Firma oder eine Organisation dir entgegenkommt, ja, dir etwas bietet, von dem du hoffst, dass du es bekommst. Bei einigen kann es auch sein, dass du das sogar richtig erwartest, also dass du wirklich sagst, das steht mir zu, dass ich habe das Recht, das zu bekommen. Also das ist hier am ehesten etwas Berufliches oder ein ganz spezielles Thema.
auf euch zugeschnitten, ja, allgemein aufs Leben bezogen. Ich spüre hier jetzt nicht unbedingt die Liebe, aber passt das für euch an? Gut. Und in allgemeinen Legungen geht es auch sehr, sehr, sehr viel um Ratschläge des Universums. Denn ihr kennt ja eure Ausgangssituation. Ich versuche die immer eher kurz zu halten. So, 3 der Kelche, 6 der Münzen und der Herrscher. Hier geht es auch ein bisschen um die Energie, ja. Die Gedanken sind unsere Anziehungskraft und wenn ihr etwas verkrampft haben wollt, dann bekommt ihr es erst recht nicht, ja. Der Herrscher ist für mich auch ein Mann, der einer Frau zum Beispiel in Sachen Liebe entgegenkommt. Die 6 der Münzen, die Aufteilung, ja, das ist wieder, diese Energie gibt mir etwas. Und 3 der Kelche kann auch für Freundschaften stehen, aber eben auch für, es ist jetzt hier nicht unbedingt so gut zu erkennen, das ist auch so eine Karte der Gelassenheit, der Freude, des Spaßes und es sich gut gehen lassen. Also nicht heftiger, dick auftragender Spaß, sondern ruhige Gelassenheit. Also das ist das gleiche, Ruhe oder Gelassenheit. In dem Sinne die Freude. Das heißt, bis du das Ganze bekommst, solltest du nicht verkrampft hoffen, sondern schon den Hintergedanken behalten. Es steht mir zu, diese Person müsste mir das geben, diese Organisation müsste mir das geben. Aber bis ich es bekomme oder eventuell auch nicht, sollte ich auf keinen Fall bis dahin verkrampft oder verbittert durchs Leben gehen. Denn das sorgt immer für noch mehr Blockaden und noch mehr, dass ihr das nicht bekommt, was ihr haben wollt, bis hin zu eigenem Unwohlbefinden. Also dieses seelische Unwohlbefinden kann dann sogar zu Verspannungen führen, ja, zu Muskelverspannungen, kann auch zu Krankheiten führen. Das ist hier schon ein sehr schöner Ratschlag bei dem, was ihr hier bekommen wollt im Leben. Also so schon im Kopf beibehalten, ja, ich möchte das haben und das steht mir zu, aber gleichzeitig das ein bisschen so verspielt betrachten. Das heißt, ja, in dem Sinne, ja, ich schaue mal, ob ich das jetzt bekomme oder nicht. Es wird so kommen, wie es kommen soll und es sollte so kommen, wie es mir zusteht. Dieses Lockere, ja, ich möchte das haben und nicht verbissen oder verbittert, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ihr mit diesen Gedanken, mit dieser Energie genau das Gegenteil bewirkt. Okay. Wird hier wahrscheinlich eine Legung auf die Selbstreflexion bezogen. Ich unterteile das gerne, auch wenn in der Selbstreflexion dann in einer Selbstreflexionslegung auch die Liebe erscheinen kann. Gut, das war so die erste Botschaft. Ich gehe über zur zweiten Botschaft. 4 der Stäbe und 3 der Münzen. Hier habe ich die mögliche Energie, ja, dass sich hier einige hoffen, dass sie den Beruf wechseln können, ja, um dann Freude im Beruf zu haben. Aber dafür ist es notwendig, sich vielleicht eine Umschulung zu machen, ja, sich andere Kenntnisse anzueignen. Das ist ja die eine Möglichkeit. Kenntnisse oder euch sagen die Worte selbst etwas. Ja, 3 der Münzen, Karte der Kenntnisse. Ist auch oft so ein Zwischenziel. Auch eine Karte der Planung, der Kooperation. Und 4 der Stäbe. Das, was ich gesagt habe, habe ich hier gespürt. Aber die Stäbe, also Stabkarten, sind generell Karten der Aktivität, können auch Karten der Leidenschaft sein. Und 4 der Stäbe, also 4 sind immer Stagnationskarten. Und bei den Stäben ist das etwas Positives, da das wird auch immer als ein Fest dargestellt.
Karte des Festes, Karte der Freude. Aber die Energie ist nun mal von den Stäben. Ja, das ist einfach eine feurige, eine aktive Energie. So, vielleicht könnt ihr das auch anderweitig auf euch zuordnen, diese zwei Karten in Kombination, außer dem, was ich hier jetzt gesagt habe. So, ich schaue mal, ob das gleich dann wieder der Ratschlag ist, wenn das jetzt so ablaufen soll. 6 der Stäbe, die Mäßigkeit und 7 der Stäbe. 2 weitere Stabkarten, ja. Die 6er-Karten sind immer so Fortschrittskarten und die 7er-Karten sind dann das Umdenken. So im Allgemeinen, ja. Alle Zahlen sind gewissen allgemeinen Energien auch zugeordnet. Und in der Mitte die Mäßigkeit. Hier gilt es, ausgeglichener zu werden, auch was diese Situation betrifft. Ja? Also hier habt ihr wahrscheinlich schon angefangen, etwas dafür zu tun. Ja? Oder auch wenn ihr angefangen habt, etwas zu tun für euer Ziel, denn hier 6 der Stäbe, Stabkarten sind Aktivität und die 6er-Karten eben der Fortschritt, solltet ihr, bevor ihr 7 der Stäbe dann eine umdenkt, ja, die Strategie vielleicht ändert, ja, oder denn danach würde die 8 kommen. Die 8 ist dann tatsächlich die Änderung. Die 7er-Karten stehen noch für den Fortschritt. Und bevor ihr dann, nicht Fortschritt, nein, 6 ist der Fortschritt, 7 ist das Umdenken. Und bevor ihr eure Strategie ändert, bevor ihr umdenkt, bevor ihr vielleicht noch mehr gebt, bevor ihr euch eventuell verausgabt, solltet ihr zuerst einmal in eure Mitte, in euer Gleichgewicht kommen. Denn ganz wichtig, und dieser Spruch ist wirklich sehr, sehr wichtig, generell für alles im Leben, der Weg ist das Ziel. Ja, natürlich gibt es Ausbildungen, da muss etwas dafür getan werden, das nicht so schön ist. Aber ich sage mal, wenn ja, über 50% von dem, was ich tue, um einen Abschluss zum Beispiel zu haben, bei einem Studium, mir nicht gefällt, dann kann das doch nicht wert sein. Denn im Großen und Ganzen sollte eigentlich zum Beispiel in einem Studium oder auch in einer Umschulung, einer Weiterbildung doch etwas größtenteils vorkommen, das auch meins ist, das mit dem Ziel zu tun hat, das ich erreichen möchte. Da kann es doch nicht sein, dass der Weg dorthin ganz schrecklich für mich ist und das Ziel ist dann positiv ist, denn der Weg müsste doch irgendetwas mit dem Ziel zu tun haben. Und da gilt es dann auch mal innezuhalten und ja, so zu reflektieren, wo stehe ich gerade, was ist sinnvoll, was kann ich noch dafür tun und was wäre sinnvoll. Welche Aktivität wäre jetzt sinnvoll und würde mich weiterbringen? Und dass ihr euch dabei nicht zu sehr verausgabt. Also wirklich das ist hier so eine Warnung, einen Stopp einlegen. Ja, und wenn es nur ein Zwischenstopp ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist hier gerade alles ein bisschen vage, aber ich kann nur die Energien so nennen, wie sie mir reinkommen, ja. Okay. Gut, das war die zweite Botschaft. Dann kommen wir zur dritten Botschaft. Da haben wir jetzt eine Achterkarte. Die Achter sind dann die Änderung. 8 der Münzen, eine Karte der Arbeit. Es haben immer die Karten natürlich mehrere Bedeutungen, aber ja, sich Karten mit nur einem Wort zu merken, ist auch vielleicht ein bisschen leichter. Manchmal ist es möglich, für mich zumindest, manchmal nicht, um sie einfach dann auch anderweitig benennen zu können. Und dann haben wir noch den Ritter der Kelche, der ist hier in dem Deck besonders. Also ich finde ihn ganz hübsch. Ja. Vielleicht können wir ihn noch näher halten. Ja,
Ein Casanova, ein Charmeur, ja, das ist der Romantiker schlechthin und hier ist es sehr, sehr gut dargestellt, ja, und bildlich auch ganz schön getroffen. Und hier verbeugt sich sogar das Pferd, ja, also genauso wie er sich ein bisschen nach vorbeugt. Das ist so ein richtiger, ja, steht ihm, es ist so eine Karte der Romantik. Aber bleiben wir mal beim Thema. Geht ja gerade nicht um die Liebe. Okay, so, worum geht's hier? Hier kehrt die Dame auch der Kamera quasi den Rücken zu. Es kann hier schon sein, dass es um die Liebe geht, aber dadurch, dass die zwei wirklich Richtung Selbstreflexion gehen, lasse ich das jetzt als eine Legung der Selbstreflexion stehen. Ja, es kann, wie gesagt, sein, dass sich das Ganze vermischt, aber das, was ich jetzt sage bezüglich der Liebe, muss auch nicht auf die Liebe bezogen sein. Ja, ihr könnt das für euch ändern und vielleicht nenne ich auch gleich andere Möglichkeiten. Also, es kann hier tatsächlich um die Liebe gehen, ja, dass euch ein Mann entgegenkommen möchte, dass er versucht, euch zu erreichen und ihr dreht ihn den Rücken zu. Es kann auch sein, dass ihr einfach sagt, der will zum Beispiel jetzt mit mir eine Beziehung aufbauen, er will sich mit mir treffen, aber ich habe gerade keine Zeit. Ja, ich bin gerade beschäftigt mit meinem Hobby, mit meiner Arbeit. Ich bin mit mir selbst beschäftigt. Das ist ja auch ein Hobby dann höchstwahrscheinlich. Und ich nehme mir für ihn einfach keine Zeit. Und deswegen lasse ich ihn links liegen. Da kann er noch so charmant sein. Das ist ja eine Möglichkeit. Es kann hier auch wirklich um die Arbeit gehen. Also, dass ihr auch bezogen auf eure Arbeit oder auf euer Hobby, ja, einen Menschen habt, der auf euch zugehen möchte, der auf euch einreden möchte und ihr wollt das aber nicht, ja, so ein bisschen wegstoßen. Entweder im Privaten, ja, so von wegen, geh weg von mir, ich habe keine Zeit aufgrund meiner Arbeit. Was auch sein kann, ist, dass eben auch auf die Arbeit bezogen, auf eurem Arbeitsplatz, nein, an eurem Arbeitsplatz, dass euch da ein Mensch entgegenkommen möchte, ein Angebot gemacht hat und das wollt ihr nicht. Ja? Ihr solltet jetzt zum Beispiel Abteilungsleiterin werden. Irgendeine Art von Angebot, das muss nicht ein positives sein, es kann auch ein negatives sein für euch und ihr wollt es nicht. Das sind hier so ein paar Möglichkeiten, die ich sehe, die hier zu der Energie passen würden. Ja, also ich spüre einfach die Energien und die versuche ich dann in Worte zu fassen. Okay. Schauen wir ein bisschen weiter. König der Schwerter, der Wagen und der Ritter der Schwerter. Das passt so gut. Hier schon wieder, ja, König der Schwerter ist auch unter anderem die Energie der Abwehr. Ja, der Wagen ist eine Karte der Bemühung. Das ist dann diese andere Person, die auf euch zugehen will. Und dann läuft hier der Ritter der Schwerter sogar weg. Ja, also Ritter der Schwerter kann auch für Konflikte stehen. Und hier läuft er wirklich zu seinem Motorrad, der will weglaufen. Das ist eigentlich nur die Darstellung der Schnelligkeit. Ja, also Ritter der Schwerter ist, ich würde jetzt mal sagen, die zweitschnellste Karte im Tarot. Die schnellste ist auf jeden Fall die 8 der Stäbe. Also einerseits, wenn ihr hier Angst habt, ja, vor dieser Person, ja, euch ist hier bange, dann kann ich euch beruhigen. Hier sagt das Universum, ihr habt hier absolut die Möglichkeit, ja ohne große Anstrengung, höchstwahrscheinlich, dieser Person zu entkommen, ja. Und ich schaue noch kurz. Ja, ohne große Anstrengung. Der Wagen, die Bemühung steht hier nicht für euch, sondern steht hier für die andere Person. Ich habe hier aber leider auch eine sehr hartnäckige Person, die euch immer wieder entgegenkommen möchte. Also nicht mal entgegenkommen, das heißt nicht mal so, nein, die euch nachlaufen möchte, die wirklich penetrant ist. Und das, obwohl ihr vielleicht schon, oder also entweder ihr habt dieser Person schon wirklich den kalten Rücken gezeigt, oder ihr werdet das in der Zukunft eindeutig machen, ja, und trotzdem lässt diese Person nicht locker, ist penetrant.
aber euch wird im Endeffekt dann die Flucht gelingen, die Flucht vor dieser Person. Ja, es ist nichts Schlechtes, es ist in dem Sinne keine schlechte Flucht, sondern ihr werdet diese Person loswerden. Ja, das soll hier wirklich eine beruhigende Botschaft sein, von diesem eigentlich so hübschen, nicht bedrohlichen Rosenkavalier, aber ja, war einfach hier für diese Person die passende Karte. Okay, das waren hier sehr zarte Botschaften. Ist ja auch eine allgemeine Legung. Persönliche Legungen können gerne bei mir gebucht werden über meine E-Mail-Adresse. Die findet ihr auf der Kanalhauptseite. Okay, lasse ich so stehen. Dann wünsche ich euch wie immer alles Gute. Und wenn ihr wollt, Daumen nach oben bitte nicht vergessen. Ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus, damit die Videos auch anderen weiteren Personen oder vor allem Damen vorgeschlagen werden. Also, alles Gute für euch und wenn ihr wollt, hören wir uns bald wieder. Bis dann.